Das Insektensterben ist ja allgemein bekannt. Wir kommen zusammen, weil ich glaube, das geht so nicht weiter. Ich möchte gerne mit meinen Arbeiten einen Zugang schaffen zu diesen Insekten, die von vielen Leuten ja eher so als, ja, wie so Krabbelviecher oder das ist ja was für viele was Unangenehmes. Alles, was irgendwie mehrere Beine hat und irgendwie wackelt und zappelt, ist irgendwas, was vernichtet werden muss. Und ich möchte gerne die Insekten in ihrer Form zeigen und diese Schönheit auch zeigen. Und deswegen arbeite ich auch nicht mit Farbe, sondern bleibe in dem Weiß, weil damit auch die bildhauerische Form sehr viel schöner zum Ausdruck kommen kann. Die sind in der Größe 1:25, das heißt 25 Mal vergrößert. Also hauptsächlich kommt die Faszination daher, dass ich merke, das ist so ein eigenes Universum. Die sind so unterschiedlich in ihrer Wahrnehmung und in ihren Sinnen. Aber trotzdem denken wir immer, na, wir stehen über diesen Dingen. Und ich empfinde diese Insekten als Wesen, mit denen wir auf einer Ebene stehen und die noch eventuell noch viel mehr können als wir. Ich bin auf der Nordart noch mit einer zweiten Arbeit vertreten. Das ist eine Arbeit mit Büsten aus Pappmaché. Es geht hierbei um die Audienz bei Königin Christine. Das heißt, Königin Christine von Schweden war eine der wenigen Frauen, die Bildung genießen konnte. Und ich habe mir überlegt, dass sie es bestimmt gut gefunden hätte, die Damen aus der Renaissance zu sich zu Hause einzuladen. Und ich habe diese klassischen Bilder, die wir kennen, die Venus von Botticelli kennen wir. Ich habe ihr eine kleine Veränderung der Geste gegeben. Diese Gesten, die passieren, wenn man sich miteinander unterhält oder sich zusammensetzt. Wenn Sie jetzt die Möglichkeiten hätten, würden Sie mit Sicherheit über politische Themen sprechen. Frauen, es wird ja immer wieder in der gesamten Menschheitsgeschichte, werden ja Frauen immer wieder nach hinten in die zweite oder gar dritte oder gar vierte Reihe geschoben. Eigentlich hat es sich gezeigt, dass ein Team zwischen Frauen und Männern eigentlich das beste Team ist. Und das ist etwas, was auch gerade heute wieder sehr aktuell ist. Sie ist kein Insekt, sie gehört nämlich zu den Spinnentieren. Sie hat auch 8 Beine und nicht 6 Beine. Aber so eine Spinne ist ja auch etwas, was meistens einfach so lieber in die Ecke geschoben wird. Und deswegen dachte ich, die kommt mit rein. Und es macht mir auch nochmal einen Spaß, dass viele es nochmal besonders gruselt bei einer Spinne. Es gibt Licht und es gibt Schatten und diese Schattenseite, das ist mir eben ganz wichtig in dieser Arbeit zu zeigen, dass es hier auch noch um was anderes geht als um die Schönheit. Deswegen habe ich noch eine ganze Reihe an Zeichnungen mit Texten dazu gearbeitet. Biologische Texte, wissenschaftliche Texte, die Aufklärung darüber geben, was mit Insekten passiert. Warum zum Beispiel der Hirschkäfer einfach wahnsinnig viel weniger geworden ist.
Und zum anderen sind es aber auch Geschichten über einzelne Insekten. Die Stubenfliege, die ja immer sehr lästig für uns daherkommt, die bei den Ägyptern sehr geehrt worden ist, als mutig, als tapfer, als ausdauernd. Und seitdem ich das weiß, sehe ich diese Stubenfliege als etwas ganz anderes an und denke, ach du kleine Tapfere. Das ist mir einfach wichtig, um so einen Wechsel im Kopf zu bekommen. Ich versetze mich immer wieder hinein in diese Wesen, dass ich plötzlich selber eine von denen bin. Und mir vorstelle, wir machen eine Konferenz, die Konferenz der Insekten.